Für diese kleine Unterweisung bin ich gebeten worden, etwas über Motivation, Sicht, Meditation und Handlung zu sagen. Das sind Begriffe, mit denen der Weg der Praxis, der Weg des Erwachens beschrieben wird. Die klassische Triade ist eigentlich Sicht, Meditation, Handlung und das lässt sich schon in dem achtfachen edlen Weg des Buddhas finden, also von Buddha Shakyamuni, der auch mit Sicht beginnt und dann sich erstmal der Rede und dem Verhalten und der Lebensführung, also dem Handeln widmet und dann erklärt, wie man über die verschiedenen Schritte der Meditation, des Kultivierens von Achtsamkeit, Gewahrsein, tiefer Meditation, wie man zu der Einsicht kommt, die dann wieder die Sicht vertieft und das Handeln inspiriert. Also eigentlich sind diese Mahamudra-Begriffe, Sicht, Meditation, Aktion, sind schon in den frühesten buddhistischen Unterweisungen zu finden. Und was in diesen Unterweisungen wie vorausgesetzt wird, ist, dass unter dem Stichwort der Sicht auch die Motivation mit eingeschlossen ist. Sicht bedeutet hier nicht nur ein Verständnis von dem, wie ich praktiziere, sondern auch die Haltung, mit der ich praktiziere. Es sei aber darauf hingewiesen, dass dies immens wichtig ist. So ist zum Beispiel der Mahamudra-Weg tatsächlich ein Weg für Menschen, die sich ganz in den Dienst aller stellen, die also auf dem Bodhisattva-Weg unterwegs sind. Und die Motivation, um Mahamudra zu praktizieren, die Motivation, um frei zu werden, beinhaltet dieses Freisein, jedes bisschen gewonnene Freiheit immer schon auch anderen zur Verfügung zu stellen. Also die umfassendere Motivation für den Weg ist, diesen Weg für alle zu gehen. Für alle, von denen wir ja wissen, dass die genauso wie ich selbst innerlich gestresst sind, vielen Herausforderungen ausgesetzt sind, in Emotionen verstrickt sind, sodass ich das, was ich für mich herausfinde, was mir gut tut, dass ich das natürlich auch allen anderen zugutekommen lasse. Das ist eigentlich eine selbstverständliche Haltung, bedarf aber der Erwähnung, weil wir uns sonst vielleicht fragen würden, nachdem wir ein paar Jahre den Weg gegangen sind, warum der Weg nicht die beschriebenen Früchte hervorbringt. Das hat damit zu tun, dass die Motivation doch viel zu sehr ich-bezogen ist und wir subtil mit unserer ganzen spirituellen Praxis, also Studium, Kontemplation, Meditation, was auch alle Praktiken, die wir ausführen, dass wir subtil die Ich-Bezogenheit kultivieren und gar nicht hinter uns lassen. Und natürlich braucht es etwas, um dem auf die Spur zu kommen und deswegen ist es wichtig, dass wir schon von Anfang an darauf hingewiesen werden, dass die Praxis nicht dazu dient, dass ich als kleine Person glücklicher werde. Das mag euch jetzt ein bisschen schockieren. Ich werde, soll man sagen, dieser Geistesstrom, der wird zwangsläufiger glücklicher werden, wenn er sich dem Wohl aller öffnet. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber das Ziel ist nicht, durch geschicktes Meditieren und den Dharma praktizieren, irgendwie einen Vorteil für sich herauszuarbeiten. Also irgendwie besser mit Situationen umzugehen, damit es mir besser geht. Sondern die Motivation ist in allem tatsächlich für die gesamte Situation da zu sein. Und diese Motivation, die speist sich aus einem Verständnis. Dieses Verständnis ist die Sicht, und zwar das Verständnis des Miteinander Verwobenseins von allem Lebenden, mit auch allem Unbelebten, also mit der anorganischen Welt. Alles ist miteinander verwoben
alles ist im Prozess. Das ist jetzt die Sicht. Und weil alles miteinander im Prozess ist, braucht es eine Haltung auf dem Weg des Erwachens, die diese Grundtatsache des Seins würdigt. Und das ist dann die Motivation, die wir so Mitgefühl nennen, also, oder auch Bodhicitta, den Geist des Erwachens, der sich auf das Erwachen aller Lebewesen ausrichtet. Eigentlich ist das nur ein tiefes Anerkennen der Tatsache, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle durch sehr, sehr ähnliche Formen des Leides hindurchgehen und dass der Weg bitte nicht nur mir dient, sondern allen, die mit mir in Berührung kommen, alle, an die ich denke und so weiter. Also alle, denen ich jemals noch begegnen werde. Und das ist die grundlegende Sicht des Miteinander Verwobenseins. Und die Sicht beinhaltet auch, dass alle Lebewesen dieselbe Grundnatur haben. Also, dass wir uns gar nicht unterscheiden in der Grundnatur unseres Seins, dass die bei allen dieselbe ist und dass wir natürlich mit individuellen Ausprägungen und Unterschieden alle darunter leiden, dass diese Grundnatur verhüllt ist, dass sie sich uns nicht offen zeigt. Und mit dieser Sicht, dass es eigentlich etwas freizulegen gilt, was schon da ist, gehen wir den Weg der Praxis. Und diese Sicht beinhaltet, dass es bei der Praxis nicht im Wesentlichen darauf ankommt, etwas zu tun, um ein Resultat zu erzeugen, sondern dass der wesentlichste Punkt ist, das unnötige Tun, was ständig verschleiernd wirkt, das zu unterlassen. Und mit Tun ist hier das geistige Tun gemeint, also die unnötigen Wirbel, die wir im Geist erzeugen, durch unsere Kommentare, Bewertungen, durch ihren inneren Journalisten, durch all das Zusätzliche, was in unserem Geist so abläuft, dass wir das vereinfachen, sodass die Grundnatur eine Chance hat, sich zu zeigen, dass dieser Geist auch mal Lücken lässt, in denen sich diese Grundnatur zeigen kann und wir dann merken, dass die Grundnatur sich ja eigentlich immer zeigt, auch in der geistigen Aktivität. Und damit treten wir ein in ein Verständnis von dem, was wir dann das Üben, das Meditieren nennen. Die Meditation ist das Anwenden dieser Sicht. Beim Meditieren geht es in erster Linie darum, in allem die Grundnatur zu erkennen. Also, ich habe einen ärgerlichen Gedanken, ich habe einen Gedanken voller Begehren, Greifen oder es kommt ein stolzer Gedanke. All das braucht eigentlich keine Gegenmittel. Wenn es sich, und das ist Teil der Sicht, die die Meditation dann inspiriert, wenn wir verstehen, dass das nur vorübergehende Erscheinungen im Geist sind, die sich von selbst auflösen, die von selbst wieder ins Nächste übergehen, weil sie ja bedingt sind, weil sie keine unabhängige Existenz haben, dann brauchen wir nicht einzugreifen. Wir lassen es fließen, wir lassen zu, wir lassen es fließen und erstaunlicherweise für die Anfänger löst sich tatsächlich alles von selbst. Und wenn es zu einem tiefen Lassen kommt, einem vertrauensvollen Zulassen, dann zeigt sich uns die Grundnatur unverhüllt. Wir nennen das eine Erfahrung von Raum. Der Geist wird als Raum gleich erlebt, ein bisschen so wie der Himmelsraum, also das All, ohne Grenzen und ohne Mittelpunkt. Also ein non-duales Sein ohne Mittelpunkt, ohne Grenzen. Und genau diese Erfahrungen des einfachen So-Seins ohne Trennungen, das inspiriert dann unser Handeln. Handlung bedeutet, in genau diesem Vertrauen unterwegs zu sein in der Welt, dass sich, wenn wir es nur zulassen
die Grundqualitäten von selbst zeigen. Also eigentlich ist das Handeln dann Ausdruck des Mitgefühls. Wir sind in der Welt unterwegs, sind offen für diese Interdependenz, für dieses in Resonanz sein mit allem um uns herum und bleiben immer in dieser durchlässigen Offenheit, im Vertrauen auf die Grundqualitäten des Geistes, die dann von selbst die entsprechenden passenden Antworten geben. Es ist nicht das Ich, was handelt, sondern es sind diese innewohnenden Qualitäten, es ist im Grunde genommen die Buddha-Natur, die Summe dieser Qualitäten, die handelt zum Wohl der Lebewesen, ohne dass sie eine Idee davon hat, also ohne dass jemand eine Vorstellung davon hat, was ich jetzt Gutes tun muss, um diese Welt zu retten. Niemand rettet die Welt, keiner hat da einen Vorsatz, so und so muss es sein, sondern aus der Resonanz heraus mit der Situation entstehen dann die Antworten. Und diese Antworten, das sind nicht nur, so wie wir das so hören, wenn wir denken spontan, das bedeutet nicht, dass sie immer nur momentweise sind, sondern diese Antworten, das können durchaus strukturierte Antworten sein. Also das können auch längerfristige Projekte sein, aber alle sind nicht aus dem Ich herausgeboren. Also eine erwachte Aktivität, ein Handeln aus dem Mahamudra heraus, ist immer ein Handeln aus diesem offenen, wachen Gewahrsein, mit dieser raumgleichen Qualität, lebendig, mitschwingend und zulassend. Und mutig, furchtlos, in dem Sinne, dass das, was dann an Impulsen kommt, dass dem furchtlos tatsächlich auch Raum gegeben wird, sich auszudrücken. Und das nennen wir dann das Mahamudra-Handeln. Also eigentlich, wenn ich zusammenfasse, von der Motivation an bis ins Handeln der Erwachten, ist alles Ausdruck davon, sich für dieses verwobene, wechselseitig abhängige Sein zu öffnen, es zu verstehen, zu merken, dass in dem Loslassen des Greifens sich die Grundnatur zeigt und immer mehr in diese Grundnatur einzutreten mit all ihren Qualitäten und dieser Grundnatur mit ihren Qualitäten es zu erlauben, dass sie die Meditation leitet und dass sie genauso auch unser Handeln bestimmt. Also dass unser Handeln und unser Meditieren gar nicht getrennt sind voneinander. Handeln und Meditation sind identisch, bloß dass das eine, das Meditieren, in Momenten, in Zeiten geschieht, wo wir, wie soll man sagen, nicht so sehr herausgefordert sind, also so ein bisschen vielleicht auf unserem Meditationskissen oder Stuhl sitzen und Zeit haben, zur Ruhe zu kommen und zu öffnen. Und diese selbe Öffnung, die nehmen wir dann mit in die Handlung. Und eigentlich ist die Handlung dann auch Meditation. Es geht mit derselben Öffnung weiter. Und da wir uns dann natürlich leicht verstricken, leicht wieder vergessen, diese Offenheit zu erleben, dieses Durchlässige zu erleben und wieder in die ich-bezogene Muster fallen, deswegen braucht es dann wieder Meditation. Aber schlussendlich, für jetzt mal angenommen, für jemanden vollkommenen Erwachten, bräuchte es keine Meditation mehr, denn alles Handeln wäre dann bereits eins mit dem meditativen Gewahrsein. So, das war diese kleine Einführung in Meditation, in Motivation, Sicht, Meditation und Handeln. Das sind 4 Begriffe, die ideal sind, um sich klarzumachen, worum es auf dem Weg eigentlich geht. Und vielleicht könnt ihr euch die merken. Ihr findet sie auch in all den Mahamudra Standardwerken, könnt ihr gerne mehr darüber nachlesen. Denn die Beschreibung, wie es dann genau geht, wie der Weg jetzt genau geht, wie wir die Sicht vertiefen, klären, wie wir sie dann in der Meditation anwenden und dann im Handeln, das füllt natürlich viele Bücher und Tausende von Stunden von Unterweisung, wenn man das möchte. Aber das war so aus meiner bescheidenen Erfahrung, das war so die Essenz von dem, was ich da so
verstanden habe bis jetzt. Ich hoffe, das dient euch und freue mich schon drauf, euch das nächste Mal wiederzusehen.